Ich habe die große Herausforderung, dass ich etwas in die Welt bringen möchte, ohne es aber mit den klassischen Mitteln vom Projektmanagement, Sozialunternehmertum und all diesen Dingen, aufzusetzen. Ich bin aber voll davon und ich habe versucht, das zu schreiben und festgestellt, dass das ein sehr guter Text ist, den ich überall zur Förderung einreichen könnte, aber dass es überhaupt nicht das ist, was ich möchte, sondern ich möchte ein Format finden der Aufbereitung und der Umsetzung, das dem Inhalt entspricht, und der Inhalt ist Fürsorge. Und diese ganzen Projektmanagement-Systeme und sozialunternehmerischen Systeme sind von allem durchzogen, aber nicht von Fürsorge. Ähm, und deshalb habe ich beschlossen, mit einer Videoreihe anzufangen und zu probieren, das mir selbst zu erzählen. Und weil ich es so gewöhnt bin, Videos zu machen und wahrscheinlich selbst da so eine Art von Persona habe, habe ich beschlossen, das in Stille zu machen und es füttern zu lassen aus einer stillen Anbindung und ja, einfach zu gucken, was da kommt. So jetzt mal ganz, ganz frei in den Prozess reinzugehen, obwohl ich schon ziemlich genau weiß, was rauskommen soll. Es ist wirklich das Wie, was mich gerade interessiert. Dafür bitte ich um große Hilfe dabei, frei zu sein für Fürsorge, frei zu sein für Wahrheit, frei zu sein für das, für sanfte Kraft, für diese Kraft, die entsteht, wenn man in Sanftheit, aber ganz präzise angebunden ist. Weil es geht um die Themen, die mir in den letzten Jahren das Herz gebrochen haben, aus ganz verschiedenen Perspektiven. Und ich möchte gerne, dass die aus diesem gebrochenen Herzen heraus entstehen und nicht aus einer kühlen Distanz dazu, aus einer vermarktbaren Distanz dazu. Und das Bild, was sofort vor meinem inneren Auge als erstes gekommen ist, als ich gesagt habe, mir das Herz gebrochen habe, war, ich war eine Weile mit meiner Mutter ein paar Mal, bevor sie das abgebrochen hat, bei ihrer Onkologin. Und das ging immer einher mit sehr, sehr vielen Stunden im Wartezimmer, mit sehr vielen sehr kranken Leuten und auch Schlange stehen am Tresen. Und während ich Schlange stand am Tresen, habe ich ein Telefonat gehört. Also ich habe nur die Sprechstundenhilfe gehört. Und was sich aber aus diesem Gespräch ergeben hat, war, dass auf der anderen Seite eine Person ist, die nicht mehr zur Chemo kommen kann, weil das Krankenhaus die Patientinnenbegleitung eingestellt hat. Es gibt also niemand mehr, der diese Frau vom Taxi in den Fahrstuhl fahren kann, also ob auf sie mit dem Rollstuhl wartet, sie in den Fahrstuhl fährt, sie 2 Etagen hochfährt und da wieder auslädt bei der Chemo. Und die Frau war total verzweifelt, weil die Krankenkasse und die Taxis das eben nur abdecken bis zum Parkplatz und dann müssen sie übernommen werden. Und die Frau in der Praxis war total verzweifelt, weil sie gesagt haben, sie haben beim besten Willen nicht die Kapazitäten, das zu übernehmen. Und es war klar, diese Frau ist alleine in der Welt und sie kriegt jetzt keine Chemo, weil
eine Minute, 2 Minuten in irgendeinem System fehlen oder irgendjemand nicht versichert ist an irgendeiner Stelle, weil ich gehe mal davon aus, dass das für die Taxifahrerin eigentlich kein Problem wäre, statt auf 'm Parkplatz zu warten, mal eben schnell 'ne Person da hochzubringen. Ja, und diese Klinik ist leider so was wie 'ne Stunde entfernt von meinem Haus, und mein erster Impuls war zu sagen: „Ich mache das eben. Ist ja jetzt nicht so schlimm.“ Ist ja jetzt total unaufregend. Aber es wäre halt in meinem Fall doch schlimm gewesen, weil es gleich 'n 2,5 Stunden Akt gewesen wäre. Und als ich mit Leuten darüber gesprochen habe, haben die Menschen gesagt: „Na, vielleicht muss man da Ehrenamtliche organisieren.“ Und ich war so hin und her gerissen zwischen, also, eigentlich finde ich, das geht nicht, dass das Krankenhaus so was einstellt. Also, so ein Ruf an die Wirtschaft sozusagen, ihre Sparmaßnahmen doch mal 'n bisschen menschlicher umzusetzen oder einfach aufzuhören damit. Genug gespart. Also, es muss nicht immer noch mehr Gewinn geben. Das ist okay, wenn der Gewinn stagniert. Es passiert nichts Schlimmes, egal wie viel sie sich das selbst erzählen und wie groß die Angst ist. Und auf der anderen Seite aber auch so 'n Widerstand, jetzt so Ehrenamtliche zu organisieren. Das ist so viel Arbeit, und das ist am Schluss doch irgend 'ne Form von Tauschgeschäft und niemand weiß genau, was es ist. Ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt da mal eben, wenn ich neben dem Krankenhaus wohnen würde und mal eben schnell rübergehen würde, um diese Frauen hochzufahren und dann später wieder runterzufahren, das wäre nicht Ehrenamt, das ist Nachbarschaftshilfe oder was auch immer. Aber das ist nichts Organisiertes, das ist nichts Strukturiertes, das ist nichts Durchgeplantes. Es drehen sich so vor meinem inneren Auge so ganz viele Worte gerade, so mit Organisation und Selbstorganisation und Ehrenamt und Nachbarschaftshilfe und Geschenken und Tauschgeschäften, und aber es ist wie so 'n Schwarm, es kommt noch nichts zur Ruhe. Aber es hätte mich auf jeden Fall extrem glücklich gemacht, dieser Frau helfen zu können. Und dieses Glück, das ist so groß. Das Glück, etwas verschenken zu dürfen, was anderen Leuten hilft. Das ist vielleicht das größte Glück. Ich glaube, das kommt sogar in der Forschung immer wieder als das, was uns wirklich glücklich macht, ist es zu schenken. Aber annehmen ist so unfassbar schwer. Das Ja, was ich mir wünsche, ist irgendeine Form von Miteinander, in der klarmacht, dass das größte Geschenk die Leute kriegen, die schenken dürfen. Und dieses Nicht-Bitten und Nicht-Annehmen und Verträge dahinter vermuten, die da auch oft sind. Ähm, aber wir nehmen uns das Glück des Schenkens, weil niemand da ist, der annimmt. Und da möchte ich irgendwie rein. Ich möchte schenken dürfen. Ich möchte schenken dürfen, ohne mich dafür zu entschuldigen, ohne mich klein zu machen, ohne es heimlich zu machen, ohne ich möchte schenken dürfen. Und dazu möchte ich wissen, wer was braucht.
Ich würde total gerne Sachen mitbringen, wenn ich einkaufen gehe für Leute im Dorf, aber ich weiß gar nicht, wer was braucht. Es gibt so viele so Kleinigkeiten, die ich so gerne machen würde. Aber wenn ich mich dann erst in ein System reingeben muss, in dem ich irgendwie eine Datei ausfüllen muss und in dem ich eine Ehrenamtskraft werde und das wird alles so groß und so schwer und so organisiert und plötzlich spielt Geld eine Rolle und Urlaubszeiten und Schnittstellenmanagement zwischen Trägern und ich weiß nicht was alles. Ich möchte einfach so diese ganz Kleinigkeiten verschenken dürfen. Ja, das will ich wirklich. Und das Paradoxe ist ja, dass ich selber extrem bedürftig bin. Ich brauche ganz viele Geschenke als im Moment auf jeden Fall mal sehr kranke Person, also weitestgehend bettlägerig. Und selbst von dort könnte ich so viele Kleinigkeiten machen, wenn ich's nur wüsste, weil ich habe das, was ganz viele Leute nicht haben. Ich habe Zeit. Und ich vermute, dass wenn die Menschen in meinem Dorf, die ich weitestgehend nicht kenne, wüssten, wie es mir geht, wäre das überhaupt kein Thema, ab und zu mal Essen vorbeizubringen oder so. Sie wissen es halt nicht. Ja, ich möchte so was wie einen neuen sozialen Vertrag, in dem nicht die Leute, die etwas kriegen, Danke sagen, sondern die Leute, die etwas schenken dürfen, Danke sagen. Die anderen gerne auch, aber dass das klar ist, dass die größere Glücksposition ist im Geben. Das ist das, wo es uns Menschen ganz natürlich hinzieht. Das ist die Quelle von Glückseligkeit. Das reicht für heute.